Ich helfe dir. Die Transalp hat sich eingegraben. Oh, Alter, ich hab den Scheiß. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier aus Albanien. Heute liegen 220 Kilometer vor uns, davon 52% Offroad und wir fahren jetzt erstmal zur Komani-Fähre. Hier am Endpunkt des ACT-Tags Nummer 2 starten wir ACT-Tag Nummer 3. Heute lag am Straßenrand echt ein toter Hund. Neben toten Tieren sehen wir zum Glück aber auch wieder ein paar Lebendige über die Straße hüpfen. Und ein riesengroßer Grashüpfer ist das hier. Ja, wo verkriegst du dich denn hin? 50 Kilometer sind es vom Startpunkt bei Škoda bis zum Komansee, wo die Fähre morgens ablegt. Wir teilen die Etappe 3 der Adventure Country Tracks auf 2 Tage auf, was sich als eine gute Entscheidung herausstellt, denn die Route zur Komani-Fähre ist hauptsächlich eigentlich asphaltiert, aber es gibt immer wieder Stücke, die dann nicht asphaltiert sind oder auch wo dicke Löcher im Asphalt sind. Deswegen braucht man da auch ein bisschen länger für 50 Kilometer. Die Straße wird allerdings an vielen Stellen ausgebaut, was uns einige zeitraubende Baustellen beschert. Das hättest du in Deutschland niemals. So eine Baustelle, wo so nah, seine Scheibe ist auch komplett kaputt schon. Das wäre bei uns das absolute Gefahrengebiet. Ja. Wo du wahrscheinlich nicht mal als Bauarbeiter einfach so reinkommst, ohne irgendwie Sicherheitsunterweisung und irgendwas. Und hier ist voller einfach normal. Schutzmontur. Ja. Ich überlege, wofür ich bei der Arbeit überall eine Unterweisung und sowas wollte. Ich darf ja nicht mal Fahrrad fahren. Spannendes Albanien, wirklich. Ja, ist auf jeden Fall gut, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt für diesen Abschnitt, auch wenn es nur 50 Kilometer sind. Man kann nicht so ganz pauschal sagen, wie lange dafür gebraucht wird, wenn die hier am Arbeiten sind und die Streckenverhältnisse wechseln stark. Zum Ableger der Fähre geht es durch einen spärlich beleuchteten Tunnel. Darin stehende Autos und LKWs könnt ihr einfach überholen und bis vorne durchfahren. Ja, okay, wir müssen da einmal nach Tickets fragen. Ne? Ja, die Fähre geht morgen um 9 Uhr. Wir sind ganz froh, dass wir das jetzt heute schon alles organisiert haben. Die sind echt freundlich hier. Kostet jetzt für die beiden Bikes und uns 2 Personen 64 € die Fähre. Hier könnt ihr noch was essen oder euch irgendwas zu essen kaufen oder zu trinken. Gibt's alles, zur Not auch ein Zimmer. Also, was heißt zur Not? Also, wenn man sonst nichts hat. Wir müssen morgen um 8 Uhr da sein, um dann von hier aus abzulegen. Übernachten wollen wir nur wenige Kilometer entfernt vom Ableger. Geil, er macht uns jetzt hier den Weg zum Hotel gerade frei. Da ist so eine Steinmauer. Kriegt man das schon hin? Ich glaube schon. Können wir da drüber? Okay. Oh je, das ist schon hart. Ich glaube, ich mache es langsam, ha? Ja. Die albanischen Bauarbeiter trauen Motorrädern jedenfalls einiges zu. Gut, dass wir im Offroad-Modus sind. Geht. Wow! Ja, geht. Schnell drüber zu fahren, nach dem Motto kurz und schmerzlos, wäre wohl besser gewesen, statt langsam und gefühlvoll. Okay, super. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich hoffe nur, dass wir dann hier morgen auch herkommen, weil wir zur Fähre müssen. Interessanter Weg zum Hotel. Das übrigens hier liegt. So, wir haben jetzt hier etwas gefunden mit einem wunderschönen Blick auf den See. Hier kann man doch gut einen halben Tag auf die Fähre warten und die Kamera ist dreckig. Genau wie ich. Ja, ist der Wahnsinn, was hier teilweise an schicken Häusern zwischen all dem Ruinen und Müllbergen neben der Straße dann doch zu finden ist. Und ich glaube, das ist auch schwer im Kommen. Viele sind hier am Arbeiten und am Bauen und es werden, glaube ich, immer mehr so mit westlichen Standards Hotels hier entstehen und Unterkünfte. Die Frösche protestieren schon dagegen. Wir essen sie daraufhin. Nein,
das ist anderes Fleisch. Und frische Kirschen haben wir von dem Hausherren hier vorbeigebracht bekommen. Der meinte, take it, take it. Der hatte so einen riesen Eimer. Ich habe gesagt, irgendwann, es reicht. Mehr können wir gar nicht mitnehmen und essen. Das wird alles schlecht. Super, super lecker. Wir haben das jetzt hier darüber gefunden, dass wir das gesehen haben, dass es sehr schön aussieht. Aber da war nirgendwo jemand, den wir hätten ansprechen können oder so. Dann sind wir einfach zum Kiosk hier unten hingegangen und haben gefragt, ob die jemanden kennen, der das hier vermietet. Und die kannten den, haben den angerufen und gesagt, ja, okay, kannst jetzt hingehen, der kommt gleich. Einfach zu den Leuten hier sprechen, die kennen sich scheinbar besser, als man denkt. Wir sind froh, dass wir uns hier Zeit genommen haben. Solltet ihr die Etappe 3 jedoch an einem Tag fahren, plant genügend Zeit für den Weg zur Fähre ein und seid euch bewusst, dass ihr um 6 Uhr morgens auf dem Motorrad sitzen müsst. Jo, da sind wir. Wir haben jetzt hier nochmal 2 Euro pro Person Taxe bezahlt, um dann wirklich auf die Fähre zu kommen. Zeiten für die Fähre sind immer um 9 und wohl auch um 10. Wir haben das jetzt hier am Schalter gekauft. Allerdings könnt ihr das auch einfach online machen. Die Seite verlinke ich euch unten unter diesem Video. Und das Ganze geht zum Glück dann auch mit Kreditkarte. Ja, von der Fähre aus habt ihr natürlich ganz wunderschönen Blick in diese Berge und ihr seht das Ganze einfach nochmal aus einem anderen Winkel als von der Straße auf dem Motorrad. Also von daher finde ich, ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert und einfach mal eine Abwechslung. Für alle, die lieber auf dem Festland bleiben, stellen die Adventure Country Tracks für diesen Tag eine Alternativroute zur Verfügung. Dann fahrt ihr einfach an dem Tag ein bisschen mehr Motorrad. Alternativ seid ihr jetzt hier 2 Stunden auf der Fähre. Der Komani Lake, auch Komansee oder auf Albanisch Liqueni i Komanit genannt, liegt im Norden Albaniens in den albanischen Alpen. Der künstlich angelegte Stausee im Fluss drin wird zur Stromerzeugung genutzt oder eben um Touristen nach Albanien zu locken. Berechtigt. Mit der Fähre fahren wir durch eine tiefe Schlucht und zerklüftete Felslandschaften. Ein bisschen so stelle ich mir auch die Fjorde in Norwegen vor. 34 Kilometer lang erstreckt sich der See vom Dorf Koman zum Dorf Fjerza. Zeit, sich vom Schiff schaukeln zu lassen und die Ruhe der Natur auf sich wirken zu lassen. Auf der Fähre treffen wir auch Rainer. Hallo Caro, ich bin der Rainer. Ich habe eine Afrika-Twin, komme aus Eppstein im Taunus, in der Nähe vom Feldberg. Vielleicht wart ihr da schon mal gewesen. Jetzt genieße ich gerade hier die schöne Tour auf dem Koman-Stausee nach Fjerza. Richtigen Plan habe ich nicht. Ich will ein bisschen Offroad fahren, fahre also überwiegend Landstraße, kleine Straßen. Vielleicht fahre ich jetzt ein bisschen auf dem ACT. Mal schauen. Rainer spielt an diesem Tag noch eine größere Rolle. Doch noch sind wir ahnungslos. Die Fähre gleitet friedlich durchs schimmernde Wasser. Und dann sind wir schon am Ziel. Gerade abgelegt, kommt die nächste Herausforderung mit dem dicken Wohnmobil auf so einer albanischen Straße. Jetzt fährt der Albaner ihm das raus. Ja, wir Deutschen hier auf albanischen Straßen. Das Boot wird noch ein bisschen zur Seite geschoben. Ei. Boah, geil, ey. Runter von der Fähre geht es jetzt hier weiter auf dieser Bergstraße mit einem wunderschönen Blick auf den Fluss und ins Tal beziehungsweise hier in die grünen Berge. Das macht echt Spaß, viele Kurven, immer mal wieder ein paar kleine Schotterstücke, aber insgesamt echt eine gut ausgebaute Straße.
Vor uns liegen an diesem Fahrtag noch 66 Kilometer und an dieser Stelle geht es dann jetzt das erste Mal Offroad. Ab in die Felsen, Juppie, Schweinebacke. Aber erstmal ganz entspannt hier. Gucken, wie lange das noch so human zu fahren bleibt. Und man fährt hier vorbei mit einem krassen Blick auf die Staudämme und das Wasser, was davor liegt, ist einfach wieder so zauberhaft, durchsichtig und die Bäume wachsen aus dem Wasser hier raus. Es ist auf jeden Fall echt schön, hier so mitten durch die Natur zu fahren. Und auch wenn einem hier und da mal ein ziemlich schwerer, großer LKW entgegenkommt, die hier, glaube ich, irgendwie Steine abbauen, hat man doch das Gefühl, hier in einer unberührten Natur zu sein. Also ich meine, okay, die Straße, die ist, glaube ich, hier auch normal für die Autos befahrbar. Also hier trifft man auf Autofahrer. Aber so insgesamt ist hier echt wenig los an Verkehr und Menschen, die man hier unterwegs trifft. Und nicht erschrecken, wenn die euch anhupen, die Autofahrer. Das bedeutet, so wie ich das bisher immer verstanden habe, so viel wie Moin. Also das ist so eine Art Gruß, dann 1, 2, 3 Mal gehupt und dann hat man sich Hallo gesagt. Und hier neben der Straße ist auch ein wunderschöner Bach. Allerdings ist der nicht mehr ganz so türkis, sondern eher bräunlich. Trotzdem schön, da so entlang zu fahren. Was eine Kulisse jetzt hier. Also das ist wirklich schön zu fahren und auch nochmal anders als das, was wir die letzten Tage hatten. Der Track führt uns mitten in die kargen Berge. Hier und da sucht sich das Wasser seinen Weg über das Gestein und die Straße hinab ins Tal. Die kleinen Rinnsäler geben der Landschaft etwas Malerisches. Plötzlich sind wir nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Rainer haben wir zufällig unterwegs wieder getroffen und nun fahren wir zusammen. Der erst steinige Weg durch den Wald wird zunehmend erdiger und es bilden sich plötzlich ziemlich tiefe Rinnen, die den Boden teilen. So, hier sind jetzt dicke Furchen. Guck mal eben, wie Rainer... Okay, hier muss man jetzt durch. Wappa. Hier, ich bin jetzt drin. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber was will man tun? Irgendwann muss man halt rein, weil das am Rand einfach zu... Warte mal, ich mache mal kurz stehen. Einfach zu... Oh doch, ne, er fährt am Rand. Echt jetzt? Ja, meine ist aus. Er Okay. kommt gut vorbei. Ja? Okay. Ja. Hier oben geht's wieder. Ja. Ja genau, jetzt geht's hier unten nämlich links. Ich glaube, dann war es das mit dieser Schneise. Ja, das ist tricky, ne? Ja gut, und stell dir das mal vor, jetzt im Regen, dann bist du aber richtig am Arsch. Ja. Richtig am Arsch sind wir hier zum Glück nicht. Aber unser persönliches Hellbania, wie Touratech diesen Abschnitt taufte, kommt noch. Erstmal flügen sich die Reifen durch Pfützen, kleine Kieselsteine, über Grünstreifen und staubige Pisten. Wobei wir immer mehr Berge hinter uns lassen. So, auf den letzten 30 Kilometern geht es hier gerade noch mal richtig tief rein in die Minenbaustellen-Situation hier. Vorbei an so einem See, den die irgendwie, glaube ich, leer pumpen. So sieht es zumindest aus. Der ist zur einen Hälfte ausgetrocknet und riesengroß. Ja, und überall hier so Baustellenfahrzeuge, die auch noch am Arbeiten sind und so. Das ist Sonntag heute, so okay.
Albaner kennen da keine Freizeiten scheinbar. Ja, und der Rainer, der ist jetzt hier seit ein paar Kilometern Teil unserer kleinen Reisegruppe und fährt jetzt hier ACT mit uns. Der hat sich, glaube ich, die Tracks auf der Fähre runtergeladen und sich dann ganz spontan entschieden, sich da anzuschließen, beziehungsweise der ist erstmal alleine losgefahren und wir haben uns dann unterwegs getroffen, per Zufall. Es erinnert so ein bisschen an den ACT Portugal, der ja auch teilweise durch so eine Mine fährt, so eine alte. Und diesen Minencharakter, den findet man hier definitiv wieder. Ja, da kommen gerade Erinnerungen hoch. Von einer Schotterpiste, die hier heraufgeht, senden wir einen Abschiedsgruß an die asphaltierte Straße, bevor es dann wieder fernab der Zivilisation und in die Berge geht. So, jetzt wird es hier noch mal ein bisschen waldig zum Schluss. Ab in den Busch auch noch ein Wasserfall. Mann, sehr schön zu fahren. Also dieses Land zeigt sich gerade echt von seiner allerbesten Seite hier. Boah, wie schön. Hallo. Ah, falsche Spur. Naja, macht ja nichts. Einfach durch. Hoppa. Weppa. Immer wieder drehe ich mich um und gucke, ob Rainer hinter mir noch sichtbar ist. Ich warte mal kurz, ob er da ist. Ja, der ist da. Ja, okay. War das ein Geräusch von Fallen da hinten? Nein, der ist da. Das war ein Geräusch von Stein bei dir. Okay. Wir sind uns auf der Fähre zum ersten Mal begegnet. Die Reise hat uns an diesem Punkt zusammengeführt. Und wir sind jetzt eine Gruppe, die gemeinsam diesen Tag fährt und aufeinander achtet. So, die Transalp hat sich eingegraben. Es ist einfach zu steinig hier. 1, 2 und 3. Oh, nochmal. 1, 2 und 3. Sehr gut. Geschafft, dieses Hindernis ist überwunden. Wenig später gucke ich in den Rückspiegel und sehe plötzlich das. Weiter. Rainers Afrika-Twin ist kurz davor, den Abhang runterzufahren. Ich helfe dir. Da hinten. Ich hab ihn. Wir haben's. Noch ein bisschen da hinten. Ja, ich glaube, so geht's. Ja, super. Ist gut. Das hat's in sich, das. Oh, da hat sich Rainer fast verabschiedet hier von der Straße. Dann einfach mal den Berg runter. Aber alles nochmal gut gegangen. Gut, dass wir alle zusammen sind hier. Alles gut? Super, perfekt. Gerne. So, Mann mit Ziegen voraus. Hey, wir fahren mal hier vorsichtig. Oh Mann, eine ganze Ziegenherde. Groß und klein. Och, Schätzelein, du bist ja... Was hast du denn? Hast du Gehfehler? Ich glaube schon. Oh nein. Kaum macht sich über die Behinderung von so einem kleinen Schaf lustig. Überhaupt nicht, aber guck dir das mal an. Oh. Hi, du Süße. Nicht Angst haben, ich fahr mal weg. Richtig putzig. Hopp, hopp, wie die springen. Wäre gut, wenn wir auch über manche Hindernisse einfach so drüber springen könnten. Oi, oi, oi. Warte, ich helfe dir. 1, 2. Hopp. Und nochmal. Hopp. Jo. Bist du? Alles gut? Beine, alles heil? Ja, die hat ja aufgesetzt. Ja, bei mir auch. Scheiße. Ich schieb dich einfach von hinten. Gut. Ja, ist nicht passiert. Es liegen nur noch ein paar Kilometer vor uns. Gerade denke ich noch, dass der Tag so gut wie geschafft ist und wir gleich schön ein Hotel suchen, duschen und ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Da belehrt uns der Track eines Besseren. Der härteste Teil kommt nämlich erst noch. Ja, hier ist es jetzt gerade ein bisschen schwieriger, den Track zu erkennen. Teilweise ist einfach nur Wiese, aber das wurde auch vorausgesagt, dass es mal mehr mit Suchen zu tun haben kann heute. Und das hatten wir schon an 1, 2 Stellen, wo wir umdrehen mussten, weil wir falsch gefahren waren. Ja, jetzt ist es hier natürlich auch extrem bewachsen. Mir wurde auch gerade, jetzt ganz schön rechts halten, sonst geht es hier bergab. Oh, heftig. Oh. Dicke Furche in der Mitte. Das ist schon nicht ohne. Warte mal kurz. Ah, er liegt. Ja, er liegt. Okay, warte, ich kann Warte. Ganz beschissen halten.
Ja, ich gehe hin. Oh, der liegt richtig auf der Seite. Na, Furche. Ich fahre mal hier weg. Ja, das ist ja mal eine spannende Sache hier. Ich gehe mal gucken, was da los ist. Okay. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier ist es richtig, richtig tief. Eins, drei. Oh. Ja. Wenn er da kippt, dann tut er sich weh. So, ich halte hier an der Bremse oder willst du? Komm, wir halten hinten fest. Dann. Ja. Der Reifen Ja, ich glaube, so ist ganz gut, oder? Hinten ist sicher. Ja, er rutscht schon ab. Warte, ich halte die fest hier an der Bremse. Du kannst sie loslassen. Dann kannst du drauf und am besten runterrollen. Ich hab sie auch. Jo. Okay. Wow. Puh, Ja. da sieht man gar nicht so ohne, ne? Das geht auch so interessant weiter. Schauen wir, wie wir hier weiterkommen. Haltet euch hier in der Kurve bitte auf der linken Spur, weil die rechte wird tief. Dann Mento. Mittig geht's auch. Es kommt halt Baumwerk von oben. Ja. Fahr bitte, wenn du mich siehst, rechts von mir, weil wir müssen hier eine scharfe Kurve machen. Okay. Wir müssen da runter und es geht ziemlich tief. Ja, genau, Okay, das das weiß war's. ich nicht. Ich kann nicht absteigen, weil ich kann sie nicht abstellen, das muss ich sie hinlegen. Okay, ich versuche. Nee, geht, alles gut. Ich muss nur einen Gang reinmachen. Jetzt ist er gefallen. Ja. Jetzt ist er gefallen. Scheiße. Ja, das kann hier spannend werden. Also das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich fahre nach da hoch, um dann mich zu wenden und hier lang zu fahren, weil das ist hier eine krasse Kante, die runtergeht. Ja, ich komme, ich komme. Die Kurve, die ist steil und es geht so einen Knick runter. Deswegen muss man ganz weit außen fahren, wenn man das schaffen will. Genau, hier so den Außen. Ja. Super. Ja, ich schieb dir darüber. Super. Alles gut. Super. Aber meinst du denn, ich sollte nicht besser erst die Afrika drin wegfahren? Weil ich stehe dir ja voll im Weg. So, ja, dann mach. Ich versuche die auf den hohen Part drauf zu kriegen. Hier. Sehr gut. Ja. Kannst auch wechseln auf Mitte, wie du willst. Es kann ja nicht an, dass das so endet. Ja, ist schon heftig, ne? Erstmal Pause. Krasser Scheiß, ey. So, auf die letzten, ich weiß nicht, 15 Kilometer. Schauen wir mal, was das noch gibt. Ja, das ist doch nett. Ja, es ist interessant hier. Ein Fuß ist schon wieder im Wasser. Und ich wollte halt langsam. Und jetzt liege ich auf. Scheiße. No. Ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich mache hier das Beste draus. Oh nee, ich krieg's nicht hin. Das geht nicht. In der Zwischenzeit kommen die anderen beiden näher, um mir zu helfen. Aber sein Ständer steht noch nicht richtig. Wir haben hier gleich einen Doppeldecker an Fahrzeugen. Eine Afrika-Twin auf der anderen. Ja, super. Ich krieg die hier gar nicht, weil die so ein bisschen bergab. 1, 2.
Ja. Das ist hier Kacke, ne? Geht. Ah. Interesting. Really interesting. Ja, die eine Stelle ist fies, ne? Ja, ich bin da einfach nicht hochgekommen. Ich stand da und kam nicht mehr auf den Boden. So, dann wollen wir mal schauen, was die Transalp so drauf hat hier. Ja. Tut dem Motorrad nicht weh. Bremshebel ist verbogen. Also das sind halt so billige Blechdinger, die sind hier nur aus einem so einem Stahlstreifen. Aber der Vorteil ist, die kannst du wenigstens gut wieder zurückbiegen. Julian hätte bitte gerne Bremshebel aus Gold. Einfach durch. Kleine Frösche in der Pfütze, süß. Und noch eine Pfütze. Ja, das geht auch so schmierig weiter. Noch mehr tote Frösche. Es tut mir leid, Leute. Das ist sehr tief, das Loch. Tiefes Loch, uriges Waldgedöns und dazu echt noch ein bisschen Glatto. Glatto-Matto. Was ein Abenteuer. Auf den letzten immer noch 15 Kilometer, Leute. Wir kommen nicht voran. Hier auf jeden Fall rechts halten. Okay. Oh, Froschloch. Wow. Ja, gut. Das hat doch echt noch in sich. Also Regen soll... Ey, hier sind so viele kleine süße Fröschlein. So, bei Regen, Leute, raten wir euch dringend davon ab oder zumindest wartet einen Tag. Oder habt leichtere Motorräder. Die letzten 15 Kilometer oder zumindest kurz davor so, ne? Das ist dann nochmal... Oh nein! Ist halt extrem rutschig. Bin ich so runtergesliddert. Was eine Materialschlacht hier, ey. Ich sag dir ganz ehrlich, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, ja. Das habe ich wohl zu laut gesagt. Und als Strafe gibt es eine extra Schlammpackung für mich und die Afrika-Twin. Warte. Bis hierhin. Okay. 1, 2. Ich habe gar keinen Hebelwirkung. Ich stecke im Schleim. Leute, ihr hebt mich mit hoch gerade. Ich stütze sie ab. Ja, gut. Okay, super. Okay, das ist super toll hier. Jetzt bin ich auch eine kleine Kaulquappe. Alter, ich hab den Scheiß. Die Kamera. Was? Die Kamera, sonst ist die da weg. Wo? Welche? Die hier, die ist ab. Oh, wo ist die denn abgefallen? Oh je. Warte. Wo tust du das jetzt hin? Eben hier rein. Oh Mann. Kannst du die irgendwo hin tun? Ja. Geht. Wir kriegen kein Hotel heute. Wenn die uns sehen, machen die direkt die Tür wieder zu, ey. So viel zu den letzten Kilometern des Tages. Wir sind jetzt alle drei echt erschöpft und freuen uns darauf, aus den matschverschmierten Klamotten rauszukommen. Nichtsdestotrotz fühlt es sich fantastisch an, einen so abwechslungsreichen Tag in Albanien erlebt zu haben. Der Teamgeist bekommt besonders bei schwierigen Streckenabschnitten einen starken Vibe und es macht besonders Spaß, füreinander da zu sein, auch wenn man sich vorher noch nicht kannte. Jo, da sind wir. Das ist der Endpunkt vom ACT Tag Nummer 3. Aus die Maus. Fertig. Decki. Kommt noch jemand? Hi. Check. Angekommen am Hotel, was wir jetzt auch noch eben schnell hier gefunden haben. In Reschen, wenn man das so ausspricht. Da werden wir jetzt mal einchecken, ein Bierchen trinken. Für 30 € ist das echt ein super Preis. Gibt einen schönen Ausblick hier noch auf die Stadt. Was zu essen kriegt er hier auch, weil das nämlich auch ein Restaurant ist. Perfekt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. ACT Tag Nummer 4.